Ich habe noch das Bild vor Augen, wo mein Mann mich wirklich die Treppe zum Arzt hochgetragen hat, weil der Aufzug kaputt war. Weil ich halt eben irgendwas in mir hat gesagt, Christina, es wird der Tag kommen, da wirst du wieder gesund werden. Nur es braucht ein bisschen Anstrengung und sozusagen Eigeninitiative. Und und da bin ich unglaublich dankbar für, weil es waren natürlich auch viele dunkle Tage dabei, an denen ich gedacht habe, was macht das alles für einen Sinn noch hier? Aber irgendwie habe ich diese Stimme, diese ganz leise Stimme immer noch gehört, die gesagt hat, irgendwann kommt der Tag da. Gott sei Dank, ja. Ja. Herzlich willkommen, Christina, bei Chronisch Ehrlich. Ich freue mich, dass es nochmal geklappt hat, weil das letzte Mal waren wir schon beide ready und Jonas hat das Internet mitgenommen und ohne Internet konnten wir die Aufzeichnung nicht machen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich total. Danke dir, liebe Priscilla. Heute hat es geklappt. Ich hoffe, Jonas läuft gleich nicht wieder weg mit dem Internet. Aber ja, umso schöner, dass wir heute die Zeit finden, uns hier auszutauschen. Ich freue mich. Ich freue mich auch total. Ich kann mich noch an die E-Mail erinnern, die du mir geschrieben hast. Und du hattest geschrieben, dass dein Heilungsweg viel Kraft, Mut, aber auch Tränen und Umwege gebraucht haben. Und darüber reden wir heute ein bisschen. Was war los? Wo war dein Körper aus dem Gleichgewicht? Und wie hast du es geschafft, ihn zurück in dein Gleichgewicht zu bringen? Du hast auch die gleiche Leidenschaft wie ich. Und zwar magst du auch Ayurveda sehr und du arbeitest sogar auf dem Gebiet. Gibt es noch andere Sachen, die du uns erzählen kannst? Alter, Familienstand, von wo du kommst, bevor wir in deine Genesungsgeschichte eintauchen? Ja, mein Alter, ich bin 38 Jahre alt. Manchmal glaube ich es gar nicht, aber doch, ich bin tatsächlich schon so alt. Ich komme aus Hannover, beziehungsweise geboren bin ich eigentlich in der Eifel, also im Kölner Raum. Und also auf dem Land bin ich groß geworden. Mittlerweile wohne ich aber mit meiner Familie schon seit 11 Jahren in Hannover. Und wir fühlen uns hier sehr wohl, auch wenn wir nach wie vor das Gefühl oder den Wunsch verspüren, dass wir gerne wieder raus aus der Stadt würden. Es ist aber nicht ganz so einfach, da ein passendes Häuschen oder eine passende Wohnung zu finden, weil viele den Wunsch haben, aus der Stadt raus und aufs Land. Aber ich glaube, irgendwann wird auch die Zeit kommen, wo wir das finden, was wir uns vorstellen. Und da freuen wir drauf. Solange haben wir es uns hier schön gemacht. Ich bin verheiratet und habe eine 7-jährige Tochter, die ein großes Vorbild für mich ist, in Bezug auf mit Freude und Leichtigkeit durch das Leben zu gehen. Also sie ist mir da wirklich, ich darf jeden Tag von ihr lernen, wie einfach das doch eigentlich ist. Und und vom Beruf bin ich eigentlich Grundschullehrerin. Also ich habe das studiert und habe insgesamt 8 Jahre als Grundschullehrerin gearbeitet, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich krank wurde. Und ich habe immer gesagt, das war für mich kein Beruf, sondern tatsächlich eine Berufung. Also ich bin da total drin aufgegangen in der Arbeit mit den Kindern. Das hat mir riesengroße Freude gemacht. Aber es scheint so, als ob das Leben einen anderen Plan für mich hatte. Und heute bin ich halt mit großer Freude und mit ganzer Leidenschaft ayurvedische Ernährungsberaterin. Und versuche das den Menschen, die ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht haben, weiterzugeben, was mir so sehr geholfen hat oder mich auch ein großes Stück mit wieder gesund gemacht hat. Ja, so schön. Hey, vielen Dank für diesen Einblick. Ich würde sagen, wir starten gleich. Meine Eingangsfrage ist meistens, wann hast du gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass dein Körper nicht so agiert, wie er es bei gesunden Menschen macht? Das war 2015.
Und zwar habe ich einfach gemerkt, von heute auf morgen war ich einfach unfassbar müde. Also ich hätte eigentlich den ganzen Tag nur schlafen können oder im Bett liegen können. Ich habe einen enormen Kraftverlust oder generell einen totalen Leistungsabfall bemerkt. Meine Tochter war zu der Zeit gerade 1 Jahr alt, also fast gerade frisch auf der Welt. Und ja, ich hatte einfach keine Kraft mehr, mich um sie zu kümmern tagsüber. Also wenn ich alleine war, wenn mein Mann arbeiten war, das war für mich eine totale Herausforderung, die zu wickeln. Also ich habe einfach gemerkt, ich habe die Kraft überhaupt nicht, gerade auf der Erde zu stehen. Also ich könnte jederzeit einfach so mal wegkippen und ja, das hat sich halt eben gesteigert. Am Anfang war es halt eben nur Müdigkeit und dann war es eine totale Kraftlosigkeit. Und ich war plötzlich total infektanfällig, was ich nie war. Also auch in der Grundschule, da ist man ja nun einem großen Pool an Viren und Bakterien ausgesetzt, gerade so in der Erkältungszeit. Und da habe ich eigentlich nie was mitgenommen. Vielleicht mal einen leichten Schnupfen, aber ich kannte das halt eben nicht. Ich hatte ein gutes Immunsystem. Und plötzlich war ich halt ständig krank. Eigentlich war ich dauerkrank. Ich war mal wieder zwischendurch Tage gesund, in Anführungszeichen, trotz der Schwäche. Und dann hatte ich wieder irgendeinen Infekt eingefangen. Und ja, es ging, glaube ich, 1 Jahr lang, dass ich also von einem Infekt in den nächsten, 2-mal Lungenentzündung, insgesamt 4-mal vereiterte Mandeln, was ich, wie gesagt, vorher gar nicht kannte. Und das war so das erste Jahr. Und im zweiten Jahr sind dann auch so neurologische Beschwerden hinzugekommen, wie Taubheitsgefühle, Lähmungserscheinungen, was man so oft hört, diesen Brain Fog oder Gehirnnebel, dass ich irgendwie dachte, ich sehe nicht mehr richtig, ich nehme gar nicht mehr richtig wahr, wenn mir jemand was sagt. Es war alles so, ja, so dumpf, als ob ich irgendwie Ohrenschützer anhätte und da würde jemand versuchen, da durch zu sprechen. Mhm. Und ja, und irgendwann fing es dann an, dass ich auch psychische Symptome entwickelt habe, also dass ich plötzlich Panikattacken hatte, dass ich plötzlich sehr ängstlich wurde, mir Dinge nicht mehr zugetraut habe, Herzrasen, hormonelle Probleme. Also die Liste ist definitiv sehr, 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 sehr lang, oder sie war definitiv sehr, sehr lang, ja. Wow. Und also, wenn ich mir das so vorstelle, du hast dein kleines Tochterbaby bei dir und das wäre ja die Zeit eigentlich, wo man sich voll auf diese Mutter-Kind-Beziehung einlassen möchte und dann geht es einfach bergab mit der Gesundung. Und das ist ja auch so, natürlich übergeht man sich da dann täglich Mhm. und nächteweise auch, weil man da ein Kind hat, was Abhängiges von einem, was Ja. umsorgt werden muss. Wie war das da für dich, diese Zeit? Das war ganz schlimm für mich, weil neben der Tatsache, dass es mir halt überhaupt nicht gut ging, habe ich furchtbare Selbstzweifel auch gehabt und auch das Gefühl, ich kann meiner Tochter nicht das geben, was ich eigentlich gerne möchte. Also ich kann ihr gerade aus irgendwelchen Gründen auch immer, mein Körper macht nicht mit, ich kann ihr nicht die Mutter sein, die ich gerne möchte. Also das fing halt eben bei den alltäglichen Sachen an, wie Wickeln oder Spielen, aber auch spazieren fahren, also einfach mal den Kinderwagen zu nehmen und zu sagen, wir gehen jetzt mal raus. Dazu war ich schlichtweg nicht in der Lage. Also ich war ja froh, wenn ich mich selber irgendwie halten konnte und auf den Beinen stehen konnte. Und dann noch raus und mit Gepäck und den Kinderwagen tragen und so, das war alles überhaupt nicht möglich. Und ja, also da habe ich enorm mit zu kämpfen gehabt, weil ich dachte, ich wäre so gerne die Mama, die ich mir immer erträumt habe zu sein. Ja. Und mein Körper hat mir einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also ich hatte praktisch das größte Glück. Ich wollte immer Mama sein. Ich hatte ein gesundes Kind, aber ich war halt nicht gesund, um mich um mein Kind zu kümmern. Und Mhm. das Schlimmste war, ich wusste nicht warum. Mhm. Ähm, Ja. ja. Und wie ist dein Umfeld damit umgegangen? Unterschiedlich.
Also mein Mann hat natürlich versucht, mich da zu unterstützen, wo er nur konnte. Aber für ihn war es halt eben auch total unverständlich, warum ich dann plötzlich sage, du musst jetzt weiter wickeln, ich muss mich jetzt hinlegen, ich kipp gleich hier aus den Latschen sozusagen. Mhm. Und ja, es war für ihn einfach nicht vorstellbar. Er kannte mich vorher nur als die taffe Christina, die irgendwie alles anpackt und für jede Sache irgendwie eine Lösung parat hat und ihr Leben einfach im Griff hat und wuppt. Und plötzlich liegt man da halt wie so ein Häufchen Elend. Und ja, also es war halt für ihn total schwierig, plötzlich so das totale Gegenteil von mir zu sehen. Und dann natürlich auch viele Aufgaben, die eigentlich ich hätte übernehmen sollen oder können, weil ich einfach in Elternzeit war, ja, die er nun übernehmen musste. Und was für ihn natürlich auch eine enorme Herausforderung war, den ganzen Tag arbeiten. Und ja, irgendwann haben wir dann auch einfach gemerkt, es funktioniert nicht mehr. Also ich kann einfach die Zeit, die eher arbeiten ist, kann ich alleine zu Hause nicht bewältigen mit kleinem Kind, weil ich einfach mich hinlegen muss, ständig ausruhen muss und ja, durch die Gleichgewichtsstörungen auch und die hormonellen Probleme, dass ich da einfach auch ja, mir unsicher war oder ich habe mich fast nicht getraut, mein Kind auf den Arm zu nehmen, weil ich dachte, was ist, wenn es dir gleich wieder schwarz vor Augen wird und dann lässt du dein Kind noch fallen. Also es war, überall mussten irgendwie Schutzmaßnahmen oder habe ich für mich versucht, so Schutzmaßnahmen aufzubauen, dass wir nur noch auf dem Bett gekuschelt haben oder sonstiges. Und ja, und dann haben wir dann die Entscheidung irgendwann getroffen, dass mein Mann dann von zu Hause arbeitet. Das war Gott sei Dank alles möglich, aber ja, ich bin mir vorgekommen im Prinzip wie eine Schwerstkranke, die zu Hause gepflegt werden muss und ja, unfähig ist, ihr Leben gerade zu leben mit all dem, was dazugehört. Wahnsinn. Also das ist so eine krasse Belastung gewesen sein für euch als junge Familie. Was waren so die Diagnosen? Weil danach streckt man sich ja in diesen Momenten aus, einfach eine Antwort zu haben, das irgendwie einordnen zu können, was gerade passiert. Genau. Also Diagnosen gab es in dem Sinne keine, gibt es auch bis heute schulmedizinisch zumindest keine. Also ich habe dann auch eine Ärzte-Odyssee hinter mich gebracht, von Arzt zu Arzt, sämtliche Fachärzte, nachdem der Hausarzt dann auch nicht weiter wusste. Und immer stand halt auf dem Ärztebericht, den man dann halt so mitbekommen hat, ja, ohne Diagnose oder es konnte nichts gefunden werden. Und an manchen Tagen war es wirklich so, dass ich mir fast gewünscht hätte, da hätte eine Diagnose gestanden, dass ich endlich weiß, okay, das ist es, das macht mir das Leben gerade schwer sozusagen oder das macht mir das Leben gerade zur Hölle. Aber wenn man eine Diagnose hat, dann kann man ja auch gucken, okay, was für eine Medizin kann ich vielleicht nehmen oder was kann ich selber tun, damit es sukzessiv besser wird. Aber diese Diagnose, die gab es halt eben nicht. Und ich finde, das ist die zweite Komponente, die einem so zutiefst erschüttert. Das eine ist, der Körper aus irgendeinem Grund macht da nicht mehr mit und mein ganzes Wesen, wie es vorher war, ist nicht mehr da. Und das andere ist, nicht zu wissen, was los ist, weil das birgt auch die Möglichkeit, dass man enorm viele Ängste entwickeln kann. Weil man fängt ja auch selber an zu suchen. Habe ich vielleicht das? Habe ich das? Ja, also die Gefahr hier, dass das Nervensystem noch mal mehr aufgerieben ist einfach gegeben. Ja, definitiv. Und es gibt ja immer diese schönen Dr. Google, da war ich leider auch sehr anfällig für zu schauen. Und das Problem war ja, ich hatte ja jetzt nicht sozusagen das Symptom, was irgendwie alles eingenommen hat, sondern es war ja eine Fülle an Symptomen.
Und immer wenn ich dann gegoogelt habe und habe sozusagen ein Krankheitsbild gefunden, was zu dieser Fülle an Symptomen passt, habe ich auch immer wieder versucht, da jetzt einen Spezialisten zu finden, der mir vielleicht sagen kann, dass ich dieses habe. Aber ich habe den halt eben nicht gefunden, den Spezialisten, der mir sagen konnte, was ich habe, bis dann irgendwann aufgrund der Fülle an negativen Diagnosen oder halt eben nicht gefundenen Diagnosen, bis dann irgendwann halt eben die Aussage des Arztes kam, naja, Frau Jordan, wenn es körperlich keine Ursache gibt, dann muss sie wohl psychischer Natur sein. Ja. Und ich glaube, die Erfahrung haben ganz viele gemacht, auch ganz viele chronisch Kranke, auch ganz viele, die ihre Geschichte schon erzählt haben, dass man einfach aus der Verlegenheit heraus, dass man körperlich keine Ursache findet, das abschiebt und sagt, okay, dann kann es halt eben nur psychischer Natur sein. Und das war halt eben für mich, ja, also es war schon so ein Schlag wie ins Gesicht, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt schon so lange krank und ganz natürlicherweise hat meine Psyche darunter auch gelitten. Also ich war eine junge Mama, ich wollte mich um mein Kind kümmern, ich wollte mein Leben leben und das ging halt eben alles nicht, dass da die Psyche leidet. Das ist ja ganz normal. Aber einfach zu sagen, okay, du bist psychisch krank, nur weil man die Ursache meiner Beschwerden irgendwie nicht kennt, ja, das hat mich traurig gemacht. Und ja, das hat mich traurig gemacht, aber gleichzeitig habe ich auch enorme Selbstzweifel bekommen und habe gedacht, naja, ich bin ja wirklich schon von Arzt zu Arzt getingelt. Vielleicht ist ja wirklich was dran. Vielleicht will ich mir ja selber nicht eingestehen, dass ich irgendwie eine psychische Erkrankung habe und will das so lieber so ein bisschen von mir wegschieben. Also ich bin so enorm ins Grübeln gekommen und habe sozusagen die Schuld bei mir gesucht, dass ich nicht wahrhaben will, psychisch krank zu sein. Ja. Ja, aber trotzdem war da irgendwie immer so eine ganz leise Stimme in mir, die gesagt hat, nee, Christina, du bist weder psychisch krank, noch hast du sonst irgendwas, was man dir versucht anzudichten. Und irgendwie war ich immer der festen Überzeugung, irgendwann werde ich einen Namen dafür finden oder irgendwann werde ich die Ursache finden dafür, dass es mir so schlecht geht. Und ich habe einfach nie, ja, da bin ich total stolz drauf. Ich habe nie aufgehört zu suchen. Ich habe mich teilweise wirklich zum Arzt geschleppt oder ich habe noch das Bild vor Augen, wo mein Mann mich wirklich die Treppe zum Arzt hochgetragen hat, weil der Aufzug kaputt war. Weil ich halt eben irgendwas in mir hat gesagt, Christina, es wird der Tag kommen, da wirst du wieder gesund werden. Nur es braucht ein bisschen Anstrengung und sozusagen Eigeninitiative. Und ja, und da bin ich unglaublich dankbar für, weil es waren natürlich auch viele dunkle Tage dabei, an denen ich gedacht habe, was macht das alles für einen Sinn noch hier? Aber irgendwie habe ich diese Stimme, diese ganz leise Stimme immer noch gehört, die gesagt hat, irgendwann kommt der Tag da. Gott sei Dank, ja. Ja, definitiv. Ja. Und wie lange ging diese Episode, wo du gesagt hast, du warst so schwach und du bist von Arzt zu Arzt gegangen? Wie lange hast du das durchgezogen? 4,5 Jahre. Wow. Ja. Wow. Also 4,5 Jahre bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Therapie dann gefunden habe, wo es mir dann sukzessive besser ging und dann noch viele kleine Schritte hinterher gefolgt sind. Ja. Also, dann erzähl, wie du zu dieser Therapie kamst. Highlight! Ja, das fängt an. Nee, also wie gesagt, eben, wirklich diese Stimme war immer in mir da und irgendwann habe ich bei einem, das war ein Umweltmediziner, habe ich bei dem gesessen und habe dem auch nochmal sozusagen meine Geschichte vorgekaut, so wie ich die auch schon vielen anderen erzählt habe und habe immer gedacht, oh, was nützt es jetzt zum 10.000. Mal? Und der hat wirklich ganz explizit nachgefragt und gesagt, ja, was war denn hier in diesem Jahr? Und ich habe alles so, die Rahmenbedingungen, wie es denn war. Und dann sagte er irgendwann, oder sind Sie mal von einer Zecke gebissen worden? Und
in dem Moment bin ich total hellhörig geworden. Also ich habe dann noch nie irgendwie, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich dann noch nie einen Gedanken dran verschwendet. Ich hatte vorher auch noch, zumindest bewusst, nie einen Zeckenbiss gehabt, sodass irgendwie das Thema Zecke gar nicht so in meinem Bewusstsein drin war. Und habe dann überlegt und habe gesagt, naja, so 1, 2 Monate bevor das alles anfing, hatte ich meinen ersten Zeckenbiss in meinem Leben, zumindest den ich bewusst festgestellt habe. Und dann hat er mich gefragt, was ich gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, ja, da war ich beim Arzt, weil mein ganzes Bein angeschwollen war. Und der hat mir dann empfohlen, Antibiotika zu nehmen. Das habe ich dann auch für 10 Tage gemacht. Und dann war das weg und dann war es für mich in Ordnung. Ja, dann hat er noch ganz viele Fragen gestellt, wie lange ich das denn genommen habe und in welcher Dosierung. Und war dann der Meinung, dass das zu kurz gewesen sein könnte für die Symptomatik, die ich halt hatte. Und dann haben wir das Ganze so nochmal aufgedröselt und es wurden sämtliche Testungen gemacht. Und die haben halt eben eindeutig Borreliose angezeigt, diese Testungen. Auch wenn er mir halt gesagt hat, dass diese Tests nicht so zuverlässig sind, weil zum einen können sie so eine akute Infektion anzeigen, zum einen können sie aber auch einfach nur einen Hinweis geben auf eine durchgemachte Infektion, die aber sich nicht so geäußert hat und sozusagen eine stille Infektion. Und ja, und dann habe ich halt eben angefangen, mich mit dieser Diagnose zu beschäftigen, habe dann auch bei den Symptomen, die auftreten können, sowohl im Anfangsstadium als auch dann im chronischen Stadium, habe ich mich 1:1 wieder gefunden und habe dann ja, mir eine Heilpraktikerin gesucht, nachdem sämtliche Ärzte mir gesagt haben, naja, wenn sie Antibiotika genommen haben und das hat nicht gewirkt, dann war es auch keine Borreliose. Ja. Weil es gibt nur Schema F. Ja, genau. Was da ist, gibt es nicht. Ja, ganz genau. Das waren halt eben so die üblichen Standards, die man halt eben so macht. Und wenn die Standards halt eben nicht anschlagen, dann war halt die Diagnose falsch. Ja, oder du bist falsch. Oder ich bin falsch, genau. Hab Kann auch sein. vielleicht doch eine Störung. Ja, es ist also heute, wie du lachst darüber, ich kann heute auch herzlich darüber lachen, aber in dem Moment war es halt, also für mich war es ein Strohhalm, Ja. den ich ganz fest gegriffen habe, aber die Mediziner haben mir ganz eindeutig gesagt, nee. Du wurdest eindeutig im Stich gelassen. So Ja, ist es. Die wurde nicht. beziehungsweise ich wurde in die Ecke für die psychosomatisch Erkrankten geschoben. Und ja, und ich wollte halt eben gerne was machen, unabhängig von Antibiotika. Und da hat man mir gesagt, ja, wenn ich was machen möchte, dann soll ich eine Psychotherapie machen und dann würde ich auch meine Borreliose ganz schnell wieder loswerden. Genau. Ja. Logisch. Mhm. Ja, genau. Und ich habe mir dann sehr schnell eine Heilpraktikerin gesucht und habe dann sehr viel alternativmedizinisches mit ihr ausprobiert. Und das Erstaunliche dabei war, wenn ich zum Beispiel 4 oder 5 Wochen eine bestimmte Behandlung durchgezogen habe, dann ging es mir definitiv besser. Und wenn ich dann gesagt habe, oh, ich bin gerade wieder so ein bisschen therapiemüde, jeden Tag dahin fahren, Infusionen und sonstige Sachen und habe dann mal für eine Woche ausgesetzt, dann sind die Symptome alle sukzessiv zurückgekommen. Und das hat mir aber die Rückmeldung gegeben, es hat mit der Borreliose zu tun, weil warum sollte es sonst besser werden? Also ich glaube, das kann man sich nicht einbilden, dass man plötzlich wieder mehr Kraft hat, dass man die Kraft hat, aufzustehen, wo man ein halbes Jahr nur im Bett gelegen hat. Und aber es war halt eben, dass die Langzeitwirkung ausgeblieben ist. Also ich hätte praktisch dauerhaft dranbleiben müssen, jeden Tag diese Behandlung in Anspruch nehmen, dass da vielleicht irgendwann eine Besserung entsteht. Und, aber es hat mir ganz eindeutig gezeigt, okay, ich muss an dieser Borreliose dranbleiben, ich muss einen Weg finden, wie ich das für mich handeln kann. Und ich war halt eben sehr in der Zeit auf eine, homöopathischen oder alternativmedizinischen Wegen unterwegs sozusagen.
Und es hat auch sehr viele Rückschläge in der Zeit gegeben, die einfach damit zu tun hatten, dass ja, jede Behandlung, die ich angegangen bin, die hat auch eine Entgiftung in meinem Körper in Gang gesetzt, sodass die Symptomatik sich erstmal wieder verschlimmert hat. Also das ist auch ganz, ganz schwer hinzunehmen, dass einfach man tut was, wo man denkt, das hilft dir. Und im gleichen Moment werden die Symptome noch viel stärker und du denkst, wow, was geht denn jetzt hier gerade ab? Und da dann zu unterscheiden, ich meine, da hat mich meine Heilpraktikerin Gott sei Dank sehr gut aufgeklärt und hat gesagt, das sind diese Erstverschlimmerungsreaktionen, die man auch aus der Homöopathie kennt. Und der Körper fängt einfach an, das, was an Last da ist, sei es virale Last oder Bakterienlast, das alles zu entgiften, was halt eben vorher einfach nur festgesteckt hat und zu der Fülle an Symptomen geführt hat, die ich jeden Tag spürte. Weißt du diese Therapien, also kennst du die noch beim Namen? Ja, also ich habe zur Entgiftung insbesondere habe ich halt eben ganz viel Infusionen bekommen, aber im Besonderen für die Borreliose, das war eine Photonenbehandlung, also das ist wie so ein Infrarotgerät, was man so halt eben an verschiedene Körperstellen hält für eine bestimmte Zeit und die dann sozusagen, ja, ich hoffe, ich sage das richtig, bestrahlt werden. Also man kann da über Bioresonanz kann man halt eben schauen, wo es im Körper besonders stark betroffene Areale sozusagen gibt, sei es an den Gelenken oder sei es an bestimmten Organen. Und die werden dann halt eben für eine bestimmte Dauer bestrahlt mit so Impulsen. Weil es ja wenn man unter chronischer Borreliose leidet, ist es ja so, dass sich die Erreger irgendwann abgekapselt haben. Also die findet man nicht mehr im Blut, sondern die sind dann irgendwo in den Organen oder in den Zellen versteckt, bilden teilweise Biofilme. Und dieses Licht oder diese Strahlung, die dann halt eben von diesem Gerät ausgeht, die soll halt eben sozusagen die Bakterien aus den Zellen herauslocken, damit sie überhaupt angreifbar wieder werden, wenn sie sich im Blut befinden. Mhm. Mhm. Ja. Spannend. Das heißt, du bist diese Etappen alle durchgegangen mit den ganzen Entgiftungserscheinen. Also wir sagen ja immer, der Heilungsweg ist ein Auf und Ab und Auf und Ab. Ist ja leider nicht so stringent. Mhm. Und wann war aber so das erste Mal, wo du gemerkt hast, okay, irgendetwas tut sich in Richtung Stabilität? Ja, es war halt eben immer, wie gesagt, nur temporäre Stabilität. Also nicht, dass ich wirklich gemerkt habe, es geht bergauf. Hinzu kam ja auch, dass ich hatte da, bevor ich zur Heilpraktikerin gegangen bin, hatte ich doch nochmal mit Antibiotika eine Behandlung probiert, weil ich einfach nichts außer Acht lassen wollte und dann gesagt habe, okay. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch sehr oder habe sehr viel Vertrauen noch in die Schulmedizin gesetzt. Und da habe ich insgesamt vor der Heilpraktikerin 14 Wochen eine Antibiotikatherapie gemacht und damit habe ich mir natürlich meinen Darm total zerschossen. Also da ging gar nichts mehr. Ich habe mich dann 3 Jahre habe ich mich von Reis und Möhren ernährt, weil alles andere habe ich irgendwie nicht vertragen. Also ich denke immer so an die Heiligabende, wenn man so am 24. unterm Weihnachtsbaum sitzt, die Familie isst, keine Ahnung, auf jeden Fall ein Festmahl und man selber sitzt da mit Reis und Möhren wie an 355 Tagen im Jahr auch. Und wurde das dir vorher gesagt, vor der Antibiotikumabgabe? Dass das Antibiotika meinen Darm zerstört? Nee. Nee, wurde mir auch kein einziges Mal gesagt. Ja. Auch nicht der Hinweis, dass es sowas wie, also mittlerweile bin ich ja der festen Überzeugung, wenn man gesund werden möchte, muss man die Verantwortung für seine Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Aber damals habe ich halt eben sehr viel Verantwortung auch noch abgegeben. Und heute wüsste ich halt, dass wenn man Antibiotikum wirklich nehmen muss, in manchen Fällen geht es halt eben einfach nicht anders, nimmt man halt eben sofort Probiotika dazu, um das so ein bisschen abzumildern und die Wochen danach oder auch Monate danach baut man halt eben seinen Darm wieder so Stück für Stück auf. Aber in diesen 14 Wochen, wo es einfach auch um intravenöse Antibiotika ging,
die ja noch mal stärker wirken als so das, was man so in der Apotheke verschrieben bekommt. Nee, habe ich halt gar nichts für den Darm gemacht. Ich wusste es halt nicht besser und Es das wurde hat es nicht auch aufgeklärt. genau, Ja. richtig, ja. Ja, das verstehe ich überhaupt nicht, weil dieses Medikament musste ja getestet werden, sonst wäre es ja nicht auf den Markt gekommen. Also hätten die das ja beobachten müssen und dann wäre es doch das Kleinste gewesen, uns Patienten zu informieren, wie wir dann danach damit umgehen. Aber es gibt es einfach nicht. Also das kam jetzt in den letzten Jahren, aber die ganzen Jahre vorher, wo Antibiotika wie Lutschbonbons verteilt wurde, war das einfach kein Thema. Ja, Wurden wir einfach im Stich gelassen. ganz genau. Das ist leider, ja, wie wir eben schon sagten, so der Standard sind halt eben die Antibiotika, aber der Hinweis darauf, dass es auch was wie Probiotika gibt, wenn es auch Antibiotika gibt, ja, der kam halt eben nie und der kommt auch heute nie. Und ich bin auch immer wieder ja wirklich wütend, wie schnell Ärzte einfach Antibiotika verschreiben. Also ich meine, ich hatte ja eine beträchtliche Vielfalt an Symptomen und das, aus schulmedizinischer Sicht war halt eben das einzigste Mittel, was dagegen helfen könnte, die Antibiotika. Aber dass die auch heute noch verschrieben werden, wenn man einfach mit einer Erkältung zum Arzt kommt, wo jeder oder hoffentlich jeder wissen sollte, dass sie gegen Erkältung überhaupt nicht wirken. Aber ja, es lässt sich halt gut Geld damit verdienen. Ne? Ja. Leider ist das so. Ja, leider. Ja. Ja, crazy. Das heißt, du warst also da mit einem zerschossenen Darm mit Reis und Karotten als deine treuen Begleiter. Wie ging es weiter? Ja, ich habe dann irgendwann auf dem Sofa gesessen und Fernsehen geschaut und habe mir eine Gesundheitsreportage angeschaut. Also irgendwann, wenn du krank bist und keine wirkliche Diagnose hast, dann fängt man ja auch an, Gesundheitsdokus zu schauen, in der Hoffnung, dass man vielleicht da irgendwelche Hinweise bekommt, so mysteriöse Krankheitsfälle. Da gibt es ja so Sendungen, die die man sich dann anschaut. Und da war ein Amerikaner, der über seine chronische Borreliose berichtet hat. Der saß im Rollstuhl, konnte nicht mehr gehen aufgrund seiner Lähmungserscheinungen und die Schulmedizin hatte auch gesagt, nee, wir finden einfach keine Diagnose, die erklärt, weshalb es dir so geht, wie es dir geht. Und der ist irgendwann aufmerksam geworden, dass die Symptomatik durch einen Zeckenbiss auch ausgelöst werden konnte und ist dem dann nachgegangen und war fest davon überzeugt und ist extra nach Deutschland gereist, weil sich in Amerika noch weniger Ärzte mit dem Krankheitsbild der Borreliose auskennen als in Deutschland und ist da in eine Klinik gegangen in Bayern, die eigentlich eine onkologische Klinik ist, also für Krebspatienten und die sich spezialisiert haben auf Ganzkörperhyperthermie. Also in dem Sinne eine Fiebertherapie, bei dem du aber in Narkose gelegt wirst und man liegt praktisch wie in einem Brutkasten. Die Körpertemperatur wird mittels Mittel, die du intravenös verabreicht hast, wird auf 42,6 Grad erhöht. Also du bekommst richtig starkes Fieber. Ich habe immer gesagt, es ist ja fast so wie eine Nahtoderfahrung, zumindest wenn man sich das so durchliest. Und diese Fiebertherapie oder diese Ganzkörperhyperthermie bewirkt halt eben, dass die Borrelien, die sich in den Zellen, in den Organen angehaftet haben, dass die absterben, weil die nicht so eine hohe Hitzetoleranz haben. Und ja, der Amerikaner hat diese Therapie gemacht und 2 Monate danach konnte er wieder gehen. Also konnte den Rollstuhl verlassen und ja, galt als geheilt. Und ich habe diese Doku angeschaut und
mir liefen die Tränen und in dem Moment habe ich so ganz intuitiv gespürt, Christina, das ist es. Das ist es, wo du 4,5 Jahre, ja genau, 4,5 Jahre nach gesucht hast. Das muss es sein. Und mein Mann kam nach Hause und dachte, oh, was ist denn los? Warum weinst du denn so bitterlich? Und ich habe ihm davon erzählt. Und dann hat er gesagt, Christina, wenn du denkst, dass das dein Weg ist oder dass das dich gesund machen kann, dann machen wir das. Und ja, also mir ging es total schlecht zu dem Zeitpunkt nach wie vor. Die Klinik war oder ist in Bayern. Das heißt, 8 Stunden Fahrt von uns entfernt. Ich habe gesagt, 8 Stunden Fahrt, das schaffe ich nicht. Ich kann ja mal kaum hier 10 Minuten zum Supermarkt fahren. Aber ich wusste, ich muss da irgendwie hinkommen. Und dann haben wir hin und her überlegt. Und da habe ich gedacht, okay, Flieger kann eine Möglichkeit sein, dass ich einfach von uns hier, von Hannover, einfach nur in den Flieger steige und da muss ich noch eine halbe Stunde bis zur Klinik fahren. Das kann ich irgendwie mit dem Taxi bewältigen. Das mache ich. Weil mein Mann musste halt hier bleiben und sich um unsere Tochter kümmern. Aber ich wusste irgendwie so, ich muss jetzt noch mal alle meine Kräfte bündeln und ich muss einfach zu dieser Klinik hin. Und bin dann erstmal zu einem Vorgespräch dahin gefahren und mein Eindruck hat sich also immer mehr bestätigt, dass ich gesagt habe, ich brauche diese Therapie, ich möchte diese Therapie und ja, habe dann auch ziemlich schnell einen Termin bekommen, ich glaube 2 Monate später und ja, bin da hingefahren für 2 Wochen, habe zweimal diese Ganzkörperhyperthermie mitgemacht, habe jeden Tag Infusionen zur Entgiftung bekommen, Bäder, Bioresonanztherapien, alles Mögliche, was halt eben die Entgiftung auch nach diesem Zerfall der Borrelien im Körper in Gang bringen sollte. Und ja, 1, 2 Wochen später konnte ich halt eben merken oder spüren, wie sukzessiv alle Symptome sich ja innerhalb des nächsten Dreiviertel bis 1 Jahres zurückgebildet haben. Das heißt, wow, die Therapie war für mich mehr als erfolgreich oder hat ihr, ja. Und wie war das jetzt noch im Detail? Also du wurdest so ins künstliche Koma gesetzt, 42 Grad Körpertemperatur. Hattest du eine Nahtoderfahrung oder hattest du verrückte Träume oder so oder war einfach nur schwarz? War einfach nur schwarz. Also als ich die Beschreibung oder als mir erklärt wurde, wie das abläuft, da habe ich halt eben so zu meinem Mann gesagt, das klingt ja so wie so eine Nahtoderfahrung, wenn der Körper einfach, naja, irgendwann gerinnen die Eiweiße, ne? Und 42,6 Grad ist natürlich knapp an der Grenze sozusagen. Ja. Aber ich habe von all dem nichts mitbekommen. Also ich musste mich natürlich in diesen Brutkasten oder Inkubator, wie man es nennt, also die nannten das einfach Wärmebett, musste mich da reinlegen, bin dann in Narkose gelegt worden und insgesamt war ich in diesem Bett für 8 Stunden. Das heißt, die müssen ja den Körper ganz schonend hochfahren, also die Körpertemperatur hochfahren, dann muss das für 2, 3 Stunden gehalten werden und dann muss man halt eben wieder runterkühlen. Also du liegst halt von morgens bis abends liegst du dort drin und ich bin erst in der Folgenacht bin ich auch erst wieder wach geworden in meinem Zimmer, aber ich habe von all dem nichts mitbekommen. Okay, ja. Ja. Wow, das war bestimmt auch eine Herausforderung für deinen Mann, dich da so gehen zu lassen, oder? Total. Also er hätte mich ja am liebsten selber dorthin gefahren, aber wie gesagt, wir mussten ja auch hier irgendwie alles am Laufen halten und für uns war es auch ganz wichtig, unsere Tochter hat ja tagtäglich das mitbekommen, dass es Mama halt nicht gut geht und dadurch, dass mein Mann dann gesagt hat, irgendwann so, ich bleibe jetzt zu Hause, ich lasse mich auf unbestimmte Zeit einfach beurlauben oder bleib unbezahlt zu Hause, ganz einfach, damit
ich dir Arbeit abnehmen kann oder dir eine Hilfe sein kann und aber auch für unsere Tochter da sein kann. Und mittlerweile war unsere Tochter dann auch im Kindergarten und hat sich da so sehr wohl gefühlt, dass es uns einfach wichtig war, dass sie ihren gewohnten Tagesablauf hat und sich nicht alles halt eben um Mamas Erkrankung dreht. Und natürlich hätte ich auch gerne in diesen 2 Wochen jemanden bei mir gehabt, der, also so eine Schulter zum Anlehnen, ne? Einfach. Aber für mich hatte halt auch eben Priorität, dass unsere Tochter gut versorgt ist und dass für sie alles so den gewohnten Gang geht und sie nicht mehr als nötig mitbekommen. Bei mir ging es in den 2 Wochen definitiv schlecht, einfach durch diese ganzen Belastungen für den Körper und weil alles nochmal so hochgespült wurde, so die ganze Geschichte der letzten Jahre. Von daher war das schon, für mich war das so in Ordnung, dass ich den Weg da in den 2 Wochen alleine gehe. Ja, ja. Wie heißt diese Klinik eigentlich? Das ist die Klinik St. Georg in Bad Aibling. St. Georg, okay. Ja. Weil das sind dann die Fragen, die in den Kommentaren kommen. Ja, genau. Was ist das für eine Klinik? Das Verständlicherweise. Genau, ich gebe das auch immer so gerne weiter und sage immer, das ist so eine Herzensempfehlung von mir. Natürlich kann ich nicht garantieren, dass das jedem hilft, der halt eben eine Borreliose hat. Ne? Das war das ist nach wie vor mein Weg und das war ein wichtiger Meilenstein auf meinem Weg, was mir geholfen hat. Ja, das ist genauso. Ich sag doch immer, man soll sich in seinen Heilungsweg verlieben. Und bei mir war das der Weg mit Anthony William. Ich habe mich so verliebt in diese ganzen Erklärungen und dass ich diese Lebensmittel an die Hand bekommen habe und so in diese Ermächtigung reingekommen bin, dass ich das jetzt alles machen kann. Ja. Und bei anderen ist das nicht so. Denen macht das eher Angst und Verzicht ist zu viel und stressig und so weiter. Aber es gibt verschiedene Heilungswege. Definitiv. Ja. Hey, so cool. Also du sagst dann nachher nach der Therapie so ein Dreivierteljahr bis ein Jahr später hast du dann gemerkt, oder es ist so sukzessiv, nehme ich an, ging es dir immer besser und immer mehr Symptome sind weggegangen und nach einem Jahr konntest du eigentlich sagen, jetzt bin ich wieder stabil oder wie war das dann? Also nach einem Jahr zumindest, dass alle die Symptome, die ich vorhin geschildert hatte, so mit Taubheitsgefühl, Lähmungserscheinungen und dieser Gehirnnebel und psychische Symptomatik, das ist alles weggegangen. Was halt eben noch da war halt eben das große Darmproblem. Und das war nicht mal die Borreliose, das war, vielen Dank, das Antibiotikum. Genau, richtig. Gut, aber das ganz klar, also ich habe in dieser Zeit oder in dem Jahr habe ich ja auch furchtbar viel entgiftet und das musste ja auch alles durch den Darm und es war einfach alles total überreizt. Ja. Und und deswegen habe ich dann, also ich war ja dann mittlerweile wieder körperlich so fit, dass ich gedacht habe, okay, ich kann mir jetzt selber noch irgendwie Hilfen suchen, wie ich das in den Griff bekomme. Und wenn mich jemand immer fragt, wie ich denn zu Ayurveda gekommen bin, dann sage ich immer so gerne, dass ich nicht zu Ayurveda gekommen bin, sondern Ayurveda einfach in mein Leben gekommen ist, zu einem Zeitpunkt, wo ich es ganz dringend benötigt habe, sozusagen. Also ich war halt auf der Suche nach einer Ernährung, mit der ich meinen Darm wieder aufbauen kann und mit dem ich mich auch wieder nähren kann, weil ich hatte ja in der Zeit auch wahnsinnig viel an Gewicht verloren und diese ganzen Strapazen, die hatten mich ja auch ausgezehrt. Und ich habe ein Buch über Ayurveda in die Hand bekommen. Das heißt Dein Neuanfang mit Ayurveda. Das ist von Dana Schwand und genau, kennst du auch. Und ich habe dieses Buch verschlungen. Also ich weiß noch, ich habe morgens angefangen zu lesen und mich durfte keiner stören. Und mein Mann sagt irgendwann, ja, wann gibt es denn Mittagessen? Und ich war wirklich in so einem Tunnel. Ich war nur dieses Buch am Lesen und innerhalb von, ich glaube, 5 Stunden oder so habe ich es durchgelesen und habe gesagt, das muss ich machen. Also es war genau wie damals die Doku, wo ich gesagt habe, das könnte mein Weg sein oder das ist definitiv mein Weg. So habe ich nach diesem Buch auch gemerkt, okay, Ayurveda, das könnte wieder ein Schritt sein, der mich weiterbringt auf meinem Weg.
Schön. Und so war's. So war's. Dann hast du angefangen zu kochen. Genau, richtig. Ja. Was hat sich dann für dich verändert? Also wie hast du dich vorher ernährt und wie kann man sich diese ayurvedische Ernährungsweise vorstellen? Naja, vorher ernährt. Also ich glaube, dass ich mich immer schon relativ gesund ernährt habe, was auch immer gesund für jeden irgendwie heißen mag. Aber ich habe halt eben immer schon sehr viel Gemüse gegessen, habe sehr, ja, was man so als vollwertig bezeichnet, also auch viel Vollkorngetreide und so weiter. Habe auch immer gedacht, dass Rohkost mir besonders gut tut, weil ja viele Vitamine und so weiter. Aber Rohkost ging halt eben irgendwie gar nicht für meinen Darm. Also nach dieser langen Zeit, wo der so geschunden war und überhaupt keine Verdauungskapazität mehr wirklich da war Rohkost halt unmöglich. Ich bewundere das ja immer. Ich habe mich ja auch mit Anthony William beschäftigt und viele, denen das so sehr geholfen hat, die sagen ja, oder die haben ja von Anfang an mit Rohkost angefangen, natürlich in sehr kleinen Mengen und das dann immer sukzessiv gesteigert. Aber da, wo ich stand, war halt eben für mich Rohkost unmöglich. Vielleicht wäre es irgendwann möglich geworden, wenn man wirklich so klein angefangen hätte. Aber ich habe halt gemerkt, dass für mich geht das nicht. Und dann gerade dieser ayurvedische Gedanke, immer warm zu essen, das hat mir halt total gut getan. Und Ich muss aber sagen, ich habe ja auch mit Ayurveda, mit Medical Medium und ich habe nicht den Rohkost-Hype mitgemacht. Das einzige Rohkost, was ich von Anfang an gemacht habe, war der Selleriesaft. Ja. Der ist roh und dann später den Smoothie. Und ich habe aber vor allem wirklich immer Kartoffeln gemacht. Gebraten, gedämpft, Ofenkartoffeln, alles Mögliche an Kartoffeln. Und auch gedünstet, weil ich komme ja auch vom Reizdarm und da dann irgendwie eine rohe Karotte oder was auch immer zu essen, das ist halt crazy. Ja. Ja, und mit dem Selleriesaft habe ich ja auch meine Erfahrungen gemacht. Und ich liebe den ja über alles und merke einfach, dass der auch so ein wahnsinniges Potenzial hat für sämtliche Symptome irgendwie hilfreich zu sein. Was bei mir allerdings nicht funktioniert, dass ich den morgens direkt auf nüchternen Magen trinke. Das habe ich ausprobiert. Aber dafür ist meine Verdauung immer noch nicht stark genug. Aber wenn ich immer so nachmittags oder am frühen Vormittag einfach ein Glas davon trinke, dann merke ich, dass mir das gesundheitlich unglaublich viel bringt. Ja, voll. Und alles braucht ja seine Zeit. Weißt du, irgendwann bist du da, wo du sagst, jetzt kann ich ihn am Vormittags und dann nochmal eine Schippe drauflegen. Es braucht halt alles Zeit. Ja, genau. Und ich bin von Natur aus ein sehr ungeduldiger Mensch. Vielleicht kennst du das. Ich glaube, das sagt jeder im Interview über sich selbst. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Man muss ja auch ehrlich zu sich selber sein. Ne? Aber haben wir nicht unglaublich viel Geduld bewiesen? Eigentlich? Rückblickend ja. Aber es wäre halt eben oft so schön gewesen, wenn man einfach nur Schnipp macht und Aber ist hallo. so weit gewesen. Ne? Aber ja, also ich sag mir, in der Zeit, die es einfach gebraucht hat, habe ich auch so viel andere Erfahrungen machen dürfen oder Dinge über mich oder über das Leben allgemein lernen dürfen, die ich nie gelernt hätte, wenn es einfach mit Schnipp da gewesen wäre. Und und dafür bin ich unglaublich dankbar jetzt rückblickend. Natürlich war das alles nicht schön oder wie du am Anfang gesagt hast, es war mit vielen Entbehrungen verbunden und auch mit vielen Tränen. Aber letztendlich hat mich der Weg dahin geführt, wo ich heute stehe. Und ich würde durchaus sagen, dass es mir heute gut geht und dass ich gesund bin und dass ich glücklich bin. Und ich glaube, das ist die Hauptsache. Das ist absolut die Hauptsache. Ja. Mega. Was würdest du zusammenfassend sagen, wie habt ihr das als Ehepaar geschafft? Diese ganze
Krankheitsgeschichte und auch aber Genesungsgeschichte? Mhm. Mm, schwere Frage. Ähm, wie haben wir das geschafft? Oh, ich würde sagen, mit ganz viel Vertrauen, ähm, mit ganz viel Vertrauen in uns als Paar, das halt eben, ja, das klingt so kitschig, aber das, was wir uns praktisch geschworen haben, als wir geheiratet haben, in guten wie in schlechten Tagen. Nun war es in unserer jungen Ehe, waren es wahnsinnig schnell, wahnsinnig viele schlechte Tage. Aber ja, ich bin einfach stolz auf mich, dass ich nicht aufgegeben habe für mich, für meine Familie, für meine Partnerschaft und bin auch wahnsinnig dankbar, dass mein Mann das Gleiche getan hat. Also der hat immer darauf vertraut, dass ich meinen Weg finden werde, hat mich in allem unterstützt, was ich vorhatte. Er konnte nicht alles verstehen, wie es mir ging teilweise oder dass an bestimmten Tagen einfach für mich alles schwarz war. Also da konnte er auch teilweise schlecht mit umgehen. Aber er hat mich in allem unterstützt und ich glaube, darum geht es auch nicht immer, das zu verstehen, weil vieles kann er einfach nicht verstehen, weil er das nicht erlebt oder am eigenen Körper erfahren hat. Aber für Ja. mich war halt eben wichtig, dass er mich unterstützt und sagt, das ist dein Weg und ich glaube daran, dass du dafür ein Gefühl für hast, welchen Weg du gehen musst. Und er war auch nie jemand von denen, die gesagt haben, naja, meinst du nicht, Doris ist irgendwie psychischer Natur? Also viele in der Familie, die waren irgendwann davon überzeugt, ja okay, dann ist Christina halt irgendwie psychisch krank oder irgendwas Ja. will sie nicht wahrhaben und deswegen sagte sie, hat Borreliose. Aber mein Mann hat halt eben immer gesagt, ich vertraue dir, ich weiß, dass du psychisch gesund bist und ja, Ja. und so haben wir, Stichwort Vertrauen. Ja, das genau, ja, ist so wertvoll. ja. So wertvoll. Und weißt du, dieser Heilungsweg, den du gegangen bist, der zeugt ja auch von enorm viel Selbstvertrauen, was entstehen durfte, wo du einfach gesagt hast, nein, und das ist jetzt mein Schritt und ich höre auf meine Intuition und Impulse, die zwar doch von außen gekommen sind, hast du zu deiner selbst gemacht. Mhm. Und du hast abgewogen und ausprobiert. Und das braucht ja auch so enorm viel Mut. Ja, also das ist mir, glaube ich, oder das ist mir definitiv ganz wichtig zu ergänzen, dass es diese dunklen Tage oder diese traurigen Momente gab. Denn auch wenn ich immer darauf vertraut habe, dass ich wieder gesund werde, so war ich mir lange Zeit nicht sicher oder ich hatte das Vertrauen verloren, ob wir es als Familie oder ich es als Paar mit meinem Mann schaffe, diese Zeit gemeinsam zu überstehen. Ganz einfach, weil es eine enorm große Belastung für uns alle drei war, meine Erkrankung. Und die Erkrankung hatte mich verändert und ich war weder die Partnerin an der Seite meines Mannes, die ich mir von Herzen für ihn gewünscht hätte, noch konnte ich die Mama sein, die ich gerne gewesen wäre für meine Tochter. Und rückblickend betrachtet sind wir drei sicher an meiner Erkrankung gewachsen. Also das auf jeden Fall. Aber während der Erkrankung gab es auch viele Momente, die einfach nicht schön waren, ganz im Gegenteil. Und zusätzlich unter Druck gesetzt hat mich einfach auch die Situation, dass ich nicht bereit war, erst mein Leben, meinen Job und dann womöglich auch noch meine Familie für die Erkrankung zu opfern. Und gleichzeitig waren aber auch da die Momente, wo ich meinen Mann angefleht habe und gesagt habe, geh mit unserer Tochter und baut euch ein schönes Leben auf, ohne mich. Ganz einfach, weil ich mich so sehr als Last empfunden habe. Und wenn ich heute darüber nachdenke, dann finde ich das ganz furchtbar oder das ja, zerreißt mir das Herz, dass ich unsere Tochter insbesondere hätte gehen lassen mit meinem Mann. Aber ich habe mir einfach so sehr ein schöneres Leben für sie gewünscht. Und ja, und das war schon hart, diese Momente. Und heute weiß ich, dass ich insbesondere als Mama
immer versucht habe, mein Bestes zu geben, zumindest so gut, wie ich das zu dem Zeitpunkt konnte mit meiner Erkrankung. Und gleichzeitig bin ich meinem Mann auch von Herzen dankbar, dass er immer für unsere Tochter da war und ihr auch besonders in den Momenten Halt gegeben hat, wo ich all meine Kraft für mich selber brauchte, um mir selber Halt zu geben. Und auch mich hat mein Mann immer in all meinen Entscheidungen bezüglich meiner Erkrankung unterstützt und auch darauf vertraut, dass das die für mich und für meinen Weg richtigen Entscheidungen sind. Und ich glaube, durch die Erfahrung meiner Erkrankung sehe insbesondere ich oder sehen auch wir heute sehr viel klarer, worauf es eigentlich im Leben ankommt und was wir unserer Tochter auch mitgeben möchten auf ihren Weg. Und ich glaube, oder ich für mich habe so die Hoffnung, dass sie aus dieser ganzen, für uns alle drei wirklich schlimmen Zeit weniger die traurigen Momente mitnimmt, als vielmehr das Vertrauen, dass es sich ja lohnt, für seine Träume loszugehen, auch wenn der Weg dahin steinig ist. Und mein großer Traum war es halt eben, gesund zu werden. Und den habe ich erreicht oder ja, Ziel erreicht sozusagen. Und ja, da bin ich stolz drauf. Und wenn das so das ist, was meine Tochter sieht, dass Mama zwar ganz lange kämpfen musste, dass es ihr ganz lange nicht gut ging, aber dass wir jetzt halt eben wieder eine schöne Zeit miteinander als Familie haben oder überhaupt uns noch haben als Familie, dass wir uns nicht verloren haben, trotz der Herausforderungen, die da auf unserem Weg waren. Ja, dann kann ich dann doch dankbar auf diese Zeit zurückblicken, so schlimm sie auch war für uns alle drei. Ja. Ja, danke, dass du das Bild von beiden Seiten zeichnest. Also einerseits eben diese Hoffnung, dass man das Vertrauen hat, okay, es kommt gut, wir sind beieinander, aber auch wirklich diese Phasen, wo man sagt, nee, ich packe das nicht und ich will nicht, dass ihr unter meiner Erkrankung so leidet. Genau. Vielen Dank für ja, diesen Einblick. Was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt noch ganz am Anfang steht und sagt, es gibt so viele verschiedene Sachen, wie finde ich den Mut für meinen Heilungsweg? Kannst du da vielleicht noch was sagen? Ja, also ich finde ja immer diesen Satz, den ich immer im Kopf habe, ist, alles ist möglich. Egal, ob das Heilung ist, ob das Selbstliebe ist, ob das Selbstvertrauen ist, irgendwie ja, ist alles möglich, wenn man, in meinem Fall würde ich sagen, wenn man irgendwie aufhört zu kämpfen gegen das, was ist und einfach auch Dinge hinnimmt und schaut, wie man am besten damit umgeht. Und also mein Weg hat mir definitiv gezeigt, dass alles möglich ist. Und ich sage ja auch immer, dass er ganz wundervolle Potenziale für mich bereitgehalten hat. Also die Tatsache, dass ich jetzt hier sitze und gesund bin, das ist für mich ein Wunder. Ich habe zwar viel dafür getan, aber wenn ich zurückdenke zu der Anfangszeit, hilflos mit einer Fülle von Symptomen, aber ich habe dieses Wunder sozusagen für mich selber geschaffen oder selber bewirkt. Und ja, also ich kann oder möchte einfach jeden nur ermutigen, seinen Weg zu finden. Natürlich möchte ich mit meiner Geschichte Mut machen, gleichzeitig aber auch sagen, dass das mein ganz individueller Weg ist und der nicht für jeden passen muss. Für manch einen dauert er vielleicht länger, für manch einen kürzer. Und auch dabei ist mir auch wichtig zu sagen, mein Weg ist ja jetzt hier nicht beendet. Also ich glaube, mein Leben hat auch eine ganz andere Qualität bekommen. Das heißt nicht, dass ich jetzt diese Behandlung gemacht habe und mit Ayurveda meinen Darm wieder hinbekommen habe und jetzt mache ich alles so wie vorher. Ganz im Gegenteil. Also das hat ja, diese ganze Erfahrung, die hat ja was mit mir gemacht, mit meinem Denken. Und ich habe auch gemerkt, dass Gesundheit eigentlich viel mehr beinhaltet, als einfach nur körperlich gesund zu sein. Und das finde ich halt eben das Faszinierende am Ayurveda, dass da Körper, Geist und Seele gleichermaßen berücksichtigt werden.
Und ich für mich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man körperlich gesund ist oder wenn da so viel so viel entgiftet ist einfach, dass dann plötzlich auch so der Geist und das Denken auch klarer Oh ja. wird. Oh ja. Und man plötzlich auch anfängt, Dinge zu hinterfragen, nicht weil man irgendwie denkt, oh, was hast du gemacht, sondern einfach, weil man vielleicht denkt, habe ich da irgendwelche Glaubenssätze vielleicht eine lange Zeit mit durch mein Leben getragen, die eigentlich für mich gar nicht mehr passend sind oder zu mir gehören. Und wer bin ich denn eigentlich, also ja, wer bin ich wirklich, klingt ein bisschen komisch, aber ich habe mir oft die Frage gestellt, wer ist denn eigentlich so diese Christina, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie, ich habe vieles von dem, was andere geglaubt haben, das habe ich auch irgendwann angefangen zu glauben. So dieses, wenn man so in die Richtung inneres Kind geht und welche Prägungen und Glaubenssätze man so mitnimmt. Und ich glaube, mit so einem gereinigter Körper, der setzt halt eben ganz viele Prozesse auch mental in Gang, dass man überlegt, okay, was darf ich da vielleicht noch loslassen, reinigen, was einfach nicht mehr zu mir und meinem Leben gehört oder nicht mehr dazu passt. Und deswegen ist für mich überhaupt, sich auf den Weg zu machen, ist für mich wahnsinnig lohnenswert, sowohl körperlich als auch geistig. Und es geht nicht von heute auf morgen, aber es funktioniert, wenn auch Schritt für Schritt und birgt wirklich ganz wundervolle Potenziale im wahrsten Sinne des Wortes. Das hast du so schön zusammengefasst. Ja, dieser Heilungsweg fängt vielleicht irgendwo ganz anders an und dann landet man irgendwo da. Aber weißt du, was irgendwo da ist? Es ist ganz nah bei sich selbst. Und das wusste man nicht, wenn man losgeht. Man denkt, man geht irgendwo hin. Dabei geht man zurück zu sich selbst und man erkennt, wer man wirklich ist, was einen ausmacht. Und das ist das wahre Heilsame daran und das Kostbare, was wir chronisch Erkrankten daraus gewonnen haben, aus dieser chronischen Erkrankung, nämlich wirklich zu erkennen, wer wir sind, auch im tiefsten Tal. Auch denn, wenn wir wissen, okay, heute geht gar nichts mehr. Wir haben all diese Momente erlebt und wissen jetzt, wer wir wirklich sind. Das ist so, so, so kostbar. Das stimmt. Das stimmt. Auch rückblickend habe ich oft gedacht, irgendwie so, naja, es ist vertane Zeit oder es ist irgendwie verschenkte Lebenszeit, aber die war es überhaupt nicht, wie du sagst. Es ist so ein bisschen, so ein Stück weit Heimkommen. Heimkommen zu sich selber, also gesund werden und dann on top auch noch so heimfinden zu sich selber, zu dem, wer man eigentlich ist und was einen ausmacht. Und du hast irgendwann mal das Bild, glaube ich, gebraucht, dass das wie so ein Schatz ist, wenn man so körperlich gereinigt ist, dass man dann auch den Schatz, der tief im See irgendwie verborgen war, dass man den dann findet. Und dieses Bild fand ich so unglaublich schön. Und es ist tatsächlich so. Also es ist keine... Ja, es ist dieses Bild, was ich mal hatte, dass dieser See, wonach ich immer getaucht bin, dass der ganz trüb war. Und ich wusste, da unten irgendwo ist mein Schatz und wenn ich den aufmache, dann weiß ich, wer ich bin und komme bei mir an. Aber dieser See war so trüb und verschmutzt, dass ich nie im Leben diesen Schatz gefunden hätte. Und durch diese körperliche Reinigung bin ich dann auf diesen Schatz gestoßen, aber eigentlich durch eine Reinigung bin ich dann zu meinem Ich gekommen, zu meinem Selbst. Ja. Total schön. Ja. Wow, was für ein schönes Interview, Christina. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Ja, danke, dass ich es teilen durfte. Ja, ich freue mich so. Ich freue mich auch, wenn Menschen mich anschreiben und ich E-Mails bekomme und dann einfach sie ihre Geschichte aufschreiben und sagen, ich würde das gerne, wenn ich das erzähle, dann gerne bei dir. Dann bin ich so, yeah. Lasst uns Hoffnung rausschicken, ganz viel Hoffnung.
Ich war Ja. damals so unsicher, als ich dich angeschrieben habe, Mhm. weil das war so gerade, da bin ich auf dich aufmerksam geworden und ich wusste gar nicht so, was denn dahinter steckt, dass da regelmäßig auch so Mutmachgeschichten von euch veröffentlicht werden. Und dann habe ich gedacht, kann ich das jetzt irgendwie so machen? Weil es hatte so für mich den Anschein, als ob ich mich irgendwie hier profilieren will und sagen will, schaut mal her, was ich alles geschafft habe. Ne? Aber darum geht es ja wirklich gar nicht. Es ist ja das, was so euer Kern ist, wirklich Mut zu machen und Hoffnung zu schenken. Und ja, da bin ich von Ja, Herzen gerne mit dabei. danke. Und dass je mehr Menschen mitmachen, desto vielfältiger wird das Bild und desto mehr dürfen die Menschen verstehen, dass jeder Mensch individuell ist und die Reise zur Heilung auch individuell ist. Ja. Und jedes Interview birgt die Chance, dass ein Impuls da ist, wo jemand anderes spürt, das nehme ich mir raus. Und wenn es nur ein Satz ist oder ein Gedanke oder vielleicht eine Klinik, wer weiß, aber es ist egal. Schlussendlich ist es dieser kleine Funken, der einem dann diese Stärke gibt, einfach weiterzumachen. Weil diese Schritte weiterzumachen, die sind hart. Die sind einfach nicht easy. Das können wir nicht schönreden. In die Selbstheilung, in die Eigenverantwortung zu gehen, das ist anstrengend. Ja. Und deswegen ist es gut, wenn wir diese Hoffnungsfunken auf diesem Weg verteilen und dann kann man laufen und da ist noch ein Funken und dann macht das Ganze viel mehr Spaß. Ja, schönes Bild. Christina, vielen, vielen herzlichen Dank. Total gerne, Priscilla. Und ganz liebe Grüße an deinen Mann und deine Tochter. Richtig gerne aus. Ja, dann vielen Dank auch euch, dass ihr dabei wart und der Geschichte von der Christina gelauscht habt. Und sie hat auch so schöne Impulse wieder verpackt. Und ich glaube, dass da ganz viele einzelne Hoffnungsfunken mit dabei waren. Und wenn ihr diese Hoffnungsfunken für euch entdeckt habt, könntet ihr auch gerne in den Kommentaren nochmal aufschreiben. Ich freue mich immer total, diese zu lesen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.